Heißt das, wir sind pleite? Mhm. Du hast doch immer gesagt, du hast genügend gespart, damit du davon eine Weile leben kannst. Ja. Dass ich davon leben kann. Aber wir sind zwei. Sagen wir 25 Mark die Stunde, bar auf die Hand. Ja, ist okay. Morgen früh um 3:30 geht's los. Spinnst du? Tut mir leid, Lena. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ich konnte einfach nichts dagegen tun. Du bist einfach so hübsch. Oh Mann, du hast echt eine Meise. Mach das ja nicht nochmal. Danke, Sie können dann gehen. Ja, bitte? Guten Tag. Willkommen auf Friedenau. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich will gar nicht lange bleiben. Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten, bevor Sie es von der Polizei erfahren. Ja? Es geht um diesen Rajan Rai. Das ist der junge Mann, den ich als Stallburschen eingestellt habe. Er behauptet, Bens Sohn zu sein. Was? Soll das jetzt ein Witz sein, oder was? Er hat das bei der Polizei zu Protokoll gegeben und Kramer ist nun dabei, diese Angaben zu überprüfen. Was für Angaben? Er behauptet, Ben hätte damals mit seiner Mutter ein Verhältnis gehabt, als er in Indien war. Diesen Unsinn glauben Sie? Der hat irgendwie rausgekriegt, dass Ben mal in Indien war. Und jetzt will er Kapital daraus schlagen. Ich wusste doch immer, dass mit dem Typen was nicht stimmt. Erinnern Sie sich, dass mir damals aufgefallen war, wie er hier im Schloss herumschlich? Tja, wir werden abwarten müssen. Abwarten? Was denn? Ich weigere mich auch nur eine Sekunde über eine derartig abstruse Behauptung nachzudenken. An Ihrer Stelle würde ich vermutlich genauso reagieren, zumindest solange nichts bewiesen ist. Ben ist tot. Wie soll man sowas nachträglich beweisen? Es gibt da sicher Mittel und Wege. Aber bis dahin sollten Sie sich nicht unnötig aufregen. Ja, gut. Das war's. Wenn Sie irgendwelche Hilfe brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Hm? Ich brauche vor allem erstmal Ruhe. Aber trotzdem danke. Musste ganz schnell ins Studio. Kann nicht kommen. Kuss Tim. Mann. Ja doch, ihr kriegt ja euer Geld. Papa? Hi, ich bin's. Ja, alles in Ordnung, danke. Du, ich wollte was mit dir besprechen. Lieber nicht am Telefon. Ja, ich kann sofort losfahren. Ja, kein Problem. Gut. Okay. Danke, ja, ciao. Wer sagt's denn? Also Erik hat sich wirklich toll verhalten. Das habe ich ihm gar nicht zugetraut. Er hätte uns richtig hochgehen lassen können. Ja. Vielleicht tut er das ja noch. Nein. Ich schätze, er wollte mir irgendwie zeigen, dass er zu mir hält, auch wenn ich einen anderen habe. Na, so eine Art Freundschaftsbeweis. Das findet er wahrscheinlich auch noch romantisch. Wie im Ritterfilm.
Ja, das wird schon irgendwie zu ihm passen. Trotzdem, er hat uns jetzt in der Hand. Er kann uns jederzeit verraten. Ach komm, das macht er nicht. Nein, warum sollte er auch? Eben. Was hätte er denn davon? Er weiß ganz genau, dass ich ihn dann nicht mal mehr mit dem Arsch angucken würde. Aber was ist, wenn ihm das irgendwann egal ist? Wenn er dir aus verletzter Eitelkeit oder was weiß ich doch noch mal eins auswischen will. Ja, mein Gott, dann haben wir eben Pech gehabt. Ewig können wir es nicht geheim halten. Naja, und vielleicht bin ich dann ja auch schon 18. Tja, das nützt mir dann leider überhaupt nichts. Was zählt ist, dass er uns gesehen hat, als du noch 17 warst. Und dann bin ich dran. Wäre das denn so schlimm? Nein, überhaupt nicht. Ich verliere höchstens meinen Job. Mein Gott, wenn dir dein Job so wichtig ist, dann darfst du auch nicht eng umschlungen mit mir durch die Gegend laufen. Kann ich denn ahnen, dass uns gleich die halbe Schule über den Weg läuft? Naja, gerade unwahrscheinlich ist es ja wohl nicht, oder? Ach, jetzt ist das auch noch meine Schuld. Naja, es war deine Idee. Ich hab gedacht, du freust dich, wenn wir mal was außerhalb dieser 4 Wände hier unternehmen. Ich freue mich ja auch. Aber ich war mir des Risikos bewusst. Und mir ist es mittlerweile auch egal, ob uns jemand sieht oder nicht. Na toll. Du hast ja auch nichts zu verlieren. Irgendwann müssen wir da eh durch. Früher oder später wird es rauskommen. Ja, schon. Aber im Moment wäre es halt ein bisschen ungünstig. Und das weißt du ganz genau. Wenn dir unsere Beziehung irgendwie wichtig wäre, dann wäre es dir egal, ob es gerade günstig ist oder nicht. Na, aber lass mal. Wenn dir das alles nicht passt, dann lasse ich dich lieber allein. Anna. Ist sicherlich günstiger für dich und deine Karriere. Julia, Grüß dich, Papa. schön, dich zu sehen. Setz dich. Danke. Na, was hast du auf dem Herzen? Ja, also... Die Bank. Die Bank macht Schwierigkeiten. Wieso? Weil Tim und ich ein bisschen unseren Dispo-Kredit überzogen haben. Aha. Und was heißt ein bisschen? 10.000? Oh. Und wie hoch ist euer Verfügungsrahmen? 4.000. Das sind ja 14.000 minus. Ja. Und was ist mit den 20.000, die ich euch für die Wohnungseinrichtung gegeben habe? Und was soll ich jetzt tun? Soll ich dein Konto ausgleichen oder was? Ich weiß nicht. Ja, wolltest du mich nicht darum bitten? Doch, natürlich. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Sieh mal, du hast schon die Hochzeit bezahlt, die ganze Hochzeit und die Wohnung. Und Ja, das habe ich ja gern gemacht. ja, Ich dachte aber eigentlich, dass die 20.000 reichen. das dachte ich ja auch. Papa, es ist irgendwie alles auf einmal viel teurer geworden, als es geplant war. Dafür ist es aber auch besonders schön. Papa, es wäre wirklich das letzte Mal. Julia, ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich bin überzeugt davon, ihr schafft das. Auch ohne mich. Na klar, klar schaffen wir das. Es ist nur, die Bank drängt so. Oh, Banken drängen immer. Da muss man sich bloß nicht einschüchtern lassen. Und ich sage euch, ihr schafft das. Auch ohne meine Hilfe. Rajan, warte. Ich muss mit dir reden. Bitte. Du musst mir glauben, ich hab dich nicht verraten. Ach nein. Und wer hat deiner Mutter gesagt, wo ich bin? Ich. Aber doch nur, weil ich so verzweifelt war. Ich hatte Angst, dass alles noch viel schlimmer wird, wenn sie dich auf der Flucht schnappen. Niemand hätte mich geschnappt. Ohne dich wäre ich schon lange weg aus Deutschland. Ja, aber... Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab zu tun. Sprich doch einfach noch mal mit den Bankleuten, die gewähren euch bestimmt einen Aufschub. Schließlich seid ihr Immobilienbesitzer. Hast ja recht. Und wenn die nicht mitspielen, suche ich mir eine neue Bank. Na also. Du, Christoph, Julia. Störe ich? Besprecht ihr gerade was? Nein, wir sind gerade fertig. Ich habe Julia gerade ein paar kleine Finanztipps gegeben. Finanztipps? Ja, Tim und ich sind ein bisschen pleite. Ja, so ein Start in ein neues Leben ist halt ziemlich teuer. Also, eine komplett eingerichtete Wohnung und 20.000 Mark in bar. Das müsste ja wohl reichen. Dann ist dein Vater diesmal ziemlich hart geblieben. Ich spare mir meine Hilfsbereitschaft für wirkliche Notsituationen. 14.000, mein Gott, das ist doch zu schaffen. Vor allem von so einer hochbegabten Fotografin. Also, ich werde mich umhören. Vielleicht kann ich einen Kontakt herstellen.
Das wäre ganz toll. Wirklich. Es ist mir natürlich auch selber lieber, wenn ich es alleine schaffe. Ihr werdet es schaffen, ich bin fest überzeugt. Gut. Dann gehe ich mal. Also, mach's gut. Ja, Ich melde mich, wenn ich was höre. das wäre super. Danke. Tschüss, Julia. Sag mal, ist es nicht ein bisschen spät für diese Art von Erziehung? Es gab noch nie einen besseren Moment. Hallo, Schatz. Hallo Papa, schon zu Hause? Ich habe früher Schluss gemacht. Schön, dann können wir nachher zusammen essen. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir gehen essen und danach gehen wir ins Kino. Was hältst du davon? Das ist eine richtig gute Idee. Vielleicht hat Anna ja Lust mitzugehen. Ist sie denn schon da? Nee, noch nicht. Ach, ich wollte eigentlich so früh wie möglich. Anna, wie ein Stichwort. Was hältst du davon? Wir gehen ins Kino und vorher gehen wir essen. Kommst du mit? Ins Kino? Ja, da gibt's diese Schnulze mit Brad. Nee, danke. Kein Bedarf. Hab ich was falsch gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ärger in der Schule. Ich gehe mal rauf und frag sie, was los ist. Muss das jetzt sein? Keine Angst, ich beeil mich. Ich habe auch Hunger. Sie haben mich rufen lassen? Ja, kommen Sie doch rein. Sie wollen also Bens Sohn sein? Ach, sowas. Schämst du dich gar nicht? Denkst du wirklich, ich bin so blöd, dir das abzukaufen? Bens Sohn. Dass ich nicht lache. Ein Lügner bist du sonst nichts. Nein, ich bin kein... Wenn du glaubst, du kannst mir mit dieser Masche auch nur einen Pfennig entlocken, dann hast du dich geschnitten, mein Lieber. Ich will kein Geld. Ach nein? Und warum behauptest du dann bei der Polizei, Ben wäre dein Vater gewesen, ha? Weil es die Wahrheit ist. Ach, und die fällt dir ganz plötzlich ein? Nein. Ich wollte es auch für mich behalten, aber gegenüber der Polizei, da musste ich es sagen. Die dachten, ich wäre der Mörder. Ich muss mich doch irgendwie verteidigen. Ja, natürlich. Und wenn dabei noch ein paar Millionen abspringen, ist das auch nicht gerade schlecht. Aber ich warne dich. Bei mir kommst du damit nicht durch. Verdammt, ich will ihre Millionen nicht. Ach, erzähl das, wem du willst. Aber warte nicht, dass ich dir das abnehme. Darf ich? Ja. Anna, was ist denn? War was in der Schule? Ist irgendwas mit deinem Freund? Hattet ihr Streit? Ist doch egal. Anna, was ist los? Wir waren zusammen im Kino. Und als wir rauskamen, haben wir Erik und Lena getroffen. Und jetzt ist Erik traurig, Nee, das ist es nicht. Ich habe ihm ja gesagt, dass ich mit dem anderen zusammen bin. Nur nicht mit wem. Und das weiß er jetzt leider. Ist das denn so schlimm? Ist es Eriks bester Freund? Schlimmer. Das ist unser Deutschlehrer. Du bist mit deinem Lehrer zusammen? Ja. Jetzt haben wir uns wegen der Sache mit Erik auch noch gestritten. Weißt du, es ist so verdammt schwer, wenn du alles geheim halten musst. Du kannst niemandem was erzählen. Ich weiß. Ich habe das Ganze ja auch mal durchgemacht. Mit Thomas. Er war mein Dozent. Ach, das ist doch was völlig anderes. Ich bin noch nicht mal 18. Wenn das rauskommt, dann fliegt Paul von der Schule. Hat er dir denn nicht gesagt, dass er dein Lehrer ist? Nee, wieso auch? Wir haben uns über ganz andere Sachen unterhalten. Er wusste ja auch nicht, auf welche Schule ich gehe. Ach so. Ja. Und dann tauchte er plötzlich als unser neuer Lehrer auf. Ich habe gedacht, ich kipp vom Stuhl. So ein Mist. Ja. Guten Abend. Du kannst deine Jacke gleich anlassen. Wir sind mit Gero verabredet. So. In der Kneipe ist doch nett, oder? Ich weiß nicht. Es wird mir ehrlich gesagt zu spät. Wieso? Wir können doch morgen beide ausschlafen.
Nee, ich leider nicht. Ich muss ziemlich früh raus. Aha. Wieso? Weil ich mir noch einen zweiten Job gesucht habe. Auf dem Großmarkt. Kisten schleppen. Auf dem Großmarkt. Irgendwie muss die Kohle ja reinkommen. Und da kriege ich 25 Mark die Stunde. Bar auf die Hand. Na ja, aber Kisten schleppen. Hast du eine bessere Idee? Also ich werde mich auf jeden Fall wieder um einen Fotojob kümmern. Wenn wir Glück haben, sind wir mit einem Auftrag alle Sorgen los. Erstmal musst du so einen Auftrag kriegen. Und dann musst du eine Rechnung schreiben. Und bis du dann das Geld hast. So lange können wir nicht warten, Julia. Trotzdem, blinder Aktionismus bringt ja wohl auch nichts. Am besten, wir rechnen erstmal aus, was wir monatlich für Ausgaben haben. Dann sehen wir, was wir reinkriegen müssen, damit wir dieses Minus loswerden. Hm? Jetzt? Klar, jetzt. Und was ist mit Gero? Dem sage ich ab. Das ist ja wohl jetzt wichtiger. Ich dachte, blinder Aktionismus bringt nichts. Hm? Treff dich ruhig mit Gero. Wir können das später ausrechnen. Ein paar Stunden hin oder her. Das macht doch nichts aus. Hm? Und vielleicht triffst du ja in der Kneipe zufällig irgendeinen Redakteur, den du eine ganz tolle Fotostory verkaufen kannst. Mhm. Kann ich dich wirklich alleine lassen? Klar. Dann kann ich endlich mal wieder in Ruhe Fußball gucken. Super Idee, solange wir noch einen Fernseher haben. Hm? Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Absolut nicht. Solange da draußen ein Irrer rumläuft, der mich vergiften will, esse ich kein Stück Brot mehr, das nicht vorgekostet wurde. Na, hoffentlich kriegen Sie dafür eine saftige Gefahrenzulage. Er kommt schon auf seine Kosten. Stimmt's? Natürlich, Frau von Anstetten. Und alles okay mit dem Essen? Alles in Ordnung. Sag mal, glaubst du immer noch, dass dieser Inder der Mörder war? Ist doch naheliegend. Immerhin wohnt und arbeitet er auf Friedenau. Und da sitzt auch bestimmt seine Auftraggeberin. Auftraggeberin? Denkst du an Barbara? Ja, die würde ich grundsätzlich nicht ausschließen. Nein, nein, ich denke da eher an Tanja. Sie ist die Einzige, der ich sowas wirklich zutrauen würde. Tanja soll dir vergiftete Pralinen geschickt haben? Na klar. Ja, aber warum? Von Bens Tod hat sie wirklich was. Aber warum du? Die trägt mir bestimmt noch nach, dass ich damals ihre Scheinschwangerschaft aufgedeckt habe. Deshalb bringt man doch keinen um. Eifersucht könnte natürlich auch im Spiel sein. Vielleicht hat sie herausgefunden, dass ich mit Ben mal was hatte. Aber hauptsächlich hat sie es natürlich auf Ben abgesehen. Sie wusste, dass er kein Testament gemacht hatte und dass sie alles erben würde. Ja, und da schickt sie dir Pralinen, damit er sie isst. Nein, damit wir sie beide essen. Mein Gott, sie wollte 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber ist das nicht alles ein bisschen sehr verworren? Sie hätte Ben doch viel leichter zu Hause vergiften können. Aber dann wäre der Verdacht doch gleich auf sie gefallen. Nein, nein, so war das schon sehr geschickt. Denn alle glaubten erst nur, dass der Anschlag allein mir gegolten hat. Ja, und so war sie eben aus dem Schneider. Raffiniert. Aber nicht raffiniert genug für mich. Mal sehen, was sie sagt, wenn ich sie mit meiner neuen Theorie konfrontiere. Morgen früh besuchen wir sie. Da wird sie sich aber freuen. Clarissa am Morgen. Hallo, Gero. Hi, Julia. Hi. Na, du? Na, du siehst gut aus. Danke. Das täuscht. Gibt's Probleme? Okay, dann lass uns mal darüber gehen. Da können wir in Ruhe reden. Gut. Bringst du was? Ein O-Saft. Ein O-Saft und für mich noch ein Bier, bitte. So, dann erzähl mal. Tja, was soll ich sagen? Tim und ich sind pleite. Ich dachte, das ist was Ernstes. Gero, es ist ernst. Wir haben 14.000 Miese auf dem Konto. Ach komm, du hast doch deinen Vater. Ja, bei dem war ich vorhin. Und er sagt, wir schaffen das auch ohne ihn. Er hat euch das Geld nicht gegeben? Oh. Ja, und was macht ihr jetzt? Tim arbeitet ab morgen im Großmarkt. Deswegen ist er übrigens auch nicht mitgekommen. Dankeschön. Danke. Im Großmarkt? Mhm. Ja, und was ist mit dem Fitnessstudio? Das macht er hinterher. Oh, das klingt ganz schön anstrengend. Allerdings.
Warum machst du nicht irgendeinen Fotojob? Würde ich ja gerne, Gero, aber es ist wie verhext. Ich krieg keine Jobs. Ich hoffe, dass ich was über deine Mutter bekomme. Ja, hoffentlich. Ja. Tja, und für den Rest lass dir es dann vielleicht lieber mal ein bisschen ruhiger angehen. Hm? Finanziell meine ich. Danke, Gero. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Guten Tag, hier ist der Anschluss von Paul Schöner. Leider bin ich im Moment nicht erreichbar. Sie können mir aber nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen. Paul? Paul, bist du da? Hier ist Anna. Wenn du da bist, dann geh doch bitte mal ran. Naja, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut und dass ich dich liebe. Hallo, Tanja. Sekunde, ich zieh mir nur schnell was an. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Du kannst wieder gehen? Wie du siehst, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Setz dich. Danke. Und, wie kommt das so plötzlich? Ich dachte, du seist für immer gelähmt. Ach, offenbar war alles nur halb so schlimm. Und wie geht es dir? Hast du dich in dem Sanatorium ein bisschen von dem schrecklichen Schlag erholen können? Ja, doch. Naja, ich nehme an, die Aussicht auf die nette Erbschaft hat dir dabei geholfen. Was willst du damit sagen? Du weißt genau, was ich meine. Du bist die Einzige, die von Bens Tod wirklich profitiert. Könnte es vielleicht sein, dass du seinem Hinscheiden dadurch ein bisschen nachgeholfen hast? Wie bitte? Das ist ja wohl... Wie kannst du es wagen? Herr Kramer, wie gut, dass Sie da sind. Meine Schwägerin wollte mir eben erklären, dass sie kein Motiv für den Mord an ihren Mann hat. Was sagt denn der Fachmann dazu? Ist irgendwas? Ich bin beeindruckt. Sie haben eine bemerkenswert gute Figur, soweit man sehen kann. Danke. Sagen Sie, macht Ihnen das eigentlich Spaß, in aller Herrgottsfrühe dieses Zuckerzeug durch die Gegend zu schmeißen, statt im warmen Bettchen zu liegen? Ich glaube nicht, dass dir das irgendwas angeht. Ja, eigentlich nicht. Ich dachte nur, dass so ein netter junger Mann wie Sie sein Geld etwas leichter verdienen sollte. Ich glaube, das, was Sie suchen, finden Sie eher am Bahnhof. Sie haben mich völlig falsch verstanden. Ich meine etwas ganz anderes. Was? Drogenkurier oder geklaute Autos über die Grenze schaffen oder was? Nee, danke. Ich muss ja einen tollen Eindruck auf Sie machen. Nein, damit befasse ich mich nicht. Sie haben ein ganz anderes Talent. So. Sie gehören auf eine Bühne. Ja, als Schauspieler, ja? Ja, so ähnlich. Ich bin die Besitzerin eines sehr exklusiven Nachtclubs. Und was würden Sie sagen, wenn ich Sie als Striptease-Tänzer engagieren wollte?